Und wir können jetzt mal hieraus zum Beispiel ein Zelthering basteln. Machen wir unten die Spitze. Wir können hier ein richtig schönes Kraftschnitz machen. Gerne auch mal der Länge nach. Das habe ich noch nicht probiert. Mit dem Messer mal sehen, wie weit wir kommen. Servus Michael, was machen wir? Hi, Du hast das dich. hier Schönes aufgebaut. Grüß dich. Ja, wir haben hier 3 Messer von der Firma Böker aufgebaut. Das sind 3 Outdoor-Messer. Und die kann ich dir mal vorstellen, wenn du möchtest. Mit welchen fangen wir an? Ich würde sagen, wir nehmen das Bronco. Das ist halt ein großes Outdoor-Messer oder ein stabiles Outdoor-Messer. Und ja, was willst du wissen? Was sind die Besonderheiten? Zum Beispiel der Griff, der hat so eine Form. Was Ja. hat es damit auf sich? Der ist aus TPE. Das ist ein thermoplastisches Elastomer. Ich habe dir hier mal ein Rohling mitgebracht. Ah, cool. Kannst du sehen, sind Bohrungen drin, größere Bohrungen, wo sich dann halt der Griff drinne vergreift, sage ich mal. Ne? Er kann also nicht abrutschen. Und dieses TPE hat eine Besonderheit, das fühlt sich auch bei Kälte gut an. Also es überträgt nicht die Kälte in die Finger. Du kannst also auch bei so einem Wetter wie heute lange mit dem Messer arbeiten. Sehr gut. Zu dem Messer gibt es wahrscheinlich auch eine Scheide, oder? Ja, Was kannst du mir dazu sagen? die ist hier aus Leder. Ich nehme das Messer mal weg, kannst du es besser sehen. Sehr hochwertig verarbeitet, 3-fach vernietet. Und die hat einen Dengler, einen sogenannten Dengler. Der ist für eine tiefe Trageweise. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Rucksack aufhast, kannst du das Messer unterhalb des Gurtbundes vom Rucksack tragen und es ist nicht im Weg. Du kannst es auch ohne Dengler tragen, indem du hier den Gürtel durchführst. Und du siehst, hier haben wir noch eine Besonderheit oben drauf. Das ist ein Leitmar Fire Feuerstab. Das ist ein sehr hochwertiger Feuerstab, damit kannst du richtig Action machen. Und der ist immer dabei. Bei dem Messer, gibt es da auch irgendwie eine Stelle, die man benutzen könnte für den Feuerstahl? Ja, oder? klar. Und zwar haben wir das vordere Drittel scharfkantig anschleifen lassen. Und du kannst also hier mit dem Messerrücken die Funken erzeugen. Das geht mit dem Leitmar Fire echt perfekt. Aber aus was für einem Stahl ist das Messer? Ja, das ist ein Pulvermetallurge. Das ist ein CPM 3V. Der ist unheimlich feste, zäh elastisch und lässt sich dabei auch noch gut schärfen. Also im Moment so das Nonplusultra, was da lieferbar ist. Hast du irgendwas da? Können wir das mal testen mit dem Schärfen? Ja, klar. Haben wir hier einen von der Firma Worksharp. Der hat 2 Anschliffe. Ein feines, einfach nur zum Nachschärfen. Startrampe mit 20 Grad. Legen wir das Messer drauf und schieben das halt. Und schon bist du wieder bei dem alten Zustand. So Michael, das zweite Messer. Ja. Welche Besonderheit hat das denn? Das ist das Victic. Das ist ein Design von Dave Wegner aus den USA. Das haben wir zusammen mit dem Rumatra von Seven vs. Wild entwickelt. Dieses Messer muss halt in diese Nalgene-Flasche passen, in die Literflasche. Hat einen tollen Stahl drauf, den Magna Cut. Das ist im Moment der Stahl, um den es geht in der Messerbranche. Der ist ultra schnitthaltig und lässt sich auch dabei noch toll nachschärfen. Hast du so eine Flasche mal da, dass du das Messer einmal da Ja reintun klar, kannst? haben wir hier. Ob es auch wirklich passt? Ja. Also rein geht's als blankes Messer. Und wir hatten für die Serie eine Bikini-Scheide gemacht, die war etwas kleiner. Was heißt Bikini-Scheide und was hast du Extrem da für eine schmal und schlank. Das ist die handelsübliche Scheide, die wir beiliefern. Die passt vom Kopf her nicht ganz rein. Ist ein Clip montiert. Ne? Und was mit dem Griff? Der sieht sehr speziell aus. Kann man damit irgendwas machen? Ja, der Griff hat 2 Hohlschrauben draufgesetzt, ist aus Mikata. Und man kann jetzt ein Centstück nehmen oder eine Unterlegscheibe, die man sich dann bei tut und kann diese Griffschalen demontieren. Und dann gibt sich unter den Griffschalen ein Freiraumpreis. Und da kann man was mitnehmen, was man braucht. Kohletabletten oder Angelschnur oder Chlortabletten zum Wasser aufbereiten. Ja, Moment, so. Hier sieht man genau, was das für ein Fassungsvermögen hat. Das ist der große Vorteil nochmal von dem Messer. So, du kannst auch durch das hohlgebohrte Schräublein ein Lanyard fügen, das verknoten. Oder ich habe hier mal eine Unterlegscheibe mitgebracht, die kannst du mit draufsetzen, damit du sie nicht verlierst und damit auch dann den Griff abschrauben. Ne? So. Das geht hervorragend. Der Clip
ist für eine kurze Trageweise in der Hosentasche geeignet. Der ist von uns extra entworfen und ganz einfach in die Hosentasche einzuführen. Das ist ein sehr kurzes Messer, macht sich da ganz bequem in der Hosentasche. Auch das Messer hat den Klingenrücken angeschärft im vorderen Drittel und auch hier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, mit dem Feuerstahl zu arbeiten. Wichtig ist ein guter Feuerstahl. Einfache Feuerstähle werfen einfach keine Funken. Hast du da noch Fragen? Zu dem Messer nicht, aber wir haben ja noch ein drittes, oder? Ja. Das sieht ein bisschen spezieller aus. Wie du siehst, ist es größer. Ja? Es hat mehr Klingenlänge, ist dadurch nicht unbedingt 42a-konform. Du brauchst also ein Bedürfnis, um das Messer zu tragen. Aber wenn du auf befriedetem Gebiet bist, wie hier oder am Campingplatz, ist das alles kein Problem. So, da haben wir halt eine ganz andere Klinge, wie du siehst. Ist derselbe Designer wie bei dem Victic, das ist auch der Dave Wegner. Und der hat hier ein Messer gemacht, das vorne etwas schwerer ist, etwas kopflastiger. Damit kannst du super hacken. Und du hast im vorderen Bereich einen anderen Anschliff und du kannst dieses Messer nehmen, um halt zu hebeln oder zu schnitzen. Und es kann auch sicherlich fürs Batoning eingesetzt werden. Also das kann richtige Schläge vertragen oben am Rücken. So, Michael, aber das Messer ist ja schwarz. Ja. Was hat es damit auf sich? Genau, das Ding ist beschichtet. Ne? Wir haben hier eine Pulverbeschichtung drauf, eine sehr robuste. Siehst du, das Messer wurde schon gebraucht und hält stand. Die Pulverbeschichtung ist halt notwendig oder kann man machen, wenn der Stahl ein Kohlenstoffstahl ist. Wie hier, das ist ein 1095. Der ist unheimlich elastisch, ja, aber er würde halt rosten bzw. anlaufen. Und das wird damit verhindert. Ne? Der Stahl ist ein bisschen pflegebedürftig halt. Und man kriegt mit der Pulverbeschichtung dann Schutz. Thema Schutz, die Scheide dazu? Ja, genau. Das ist eine Kydex-Scheide. Die hat einmal, ist die sehr robust, ne? Direkt macht nichts aus. Und wir haben hier einen Clip von uns. Den kannst du in verschiedener Weise montieren, wie du ihn gerade haben möchtest. Und dann am Gürtel befestigen. So, jetzt hast du uns ja schon ein bisschen was zu den Messern erzählt. Aber die Schliffe von den Messern, gibt es da Unterschiede? Ja, die sind alle verschieden. Wir haben hier ein Saber Grind draufgesetzt. Der Schliff läuft von oben zu auf die Spitze und hat noch mal eine Phase, eine Schneidphase. Die kannst du dann auf dem Messerschärfer mit angelegtem Winkel schön beischärfen. Dann haben wir auf dem Victic einen Scandi-Schliff. Den schleifst du ja, einfach, indem du den Scandi komplett auflegst und rüberschiebst. So erhältst du einfach den Runterschliff wieder auf die Spitze. Und bei dem haben wir mehrere Schliffe. Du siehst einmal den großen zum Hacken, zum Batoning, können wir gleich noch mal drauf eingehen. Hier ist eine Einkerbung zum Glätten von Pfeilschäften. Und das ist ein feiner Anschliff hier allgemein, mit dem kannst du Feathersticks machen und auch so ein bisschen aus dem Holz raushebeln. Alle verschieden. Genug mit Theorie, wir gehen jetzt in die Praxis und zeigen mal, was die drei Messer drauf haben. Okay, hier haben wir das Bronco nochmal und jetzt schauen wir mal, was mit dem Ding so geht. Ihr seht, läuft prima durchs Holz durch, egal wo ich schlage, vorne, hinten. Und wir können jetzt mal hieraus zum Beispiel ein Zelthering basteln. Machen wir unten die Spitze. Es fliegt uns alles um die Ohren hier. So. Und den machen wir auf diese Länge. Und jetzt braucht er eigentlich nur noch eine kleine Gerbe für die Schnur, damit die uns nicht nachts wegrutscht. Und das geht ruckzuck. Den können wir dann auch zerteilen längs, wenn wir dann Feuerholz brauchen. Anmachholz. Upsa. Das kann man alles mit dem Bronco hervorragend machen. Dann sind wir beim Victic angekommen. Da zeige ich euch noch mal, wo ich mit der kurzen Klinge richtig gut arbeiten kann. Der Scandi-Schliff trägt sein weiteres dabei. Wir können hier ein richtig schönes Kraftschnitz machen und nehmen richtig dicke Späne ab. Da ist die kurze Klinge und der griffige Griff richtig von Vorteil.
Und halt kurz nochmal die kurze Scheide. Ich kann das Ding überall mit hinnehmen. Es ist 42A-konform durch die kurze Klinge und eigentlich ein tolles Ding, um das immer mitzuhaben. Ja, last but not least, Trekker 2.0. Das Ding eignet sich auch für viele Sachen. Hier haben wir einmal Batoning, können also schön quer zur Faser das Messer einmal durch den Stock jagen und die die hintere Klinge können wir toll benutzen, um Feathersticks vorzubereiten, um ein Feuer anzuzünden. Jetzt kann man das Holz schön aufteilen und damit sein Feuerchen anmachen. Hier die kleine Rundung vorne an der Klinge eignet sich prima, um zum Beispiel Pfeilstücke blank zu schleifen. Schmiegt sich schön ins Holz an. Mal schauen, ob das Tracker auch durchs Grobe geht. Wollen wir einfach mal ein Birkenholz zerteilen. Zack, zweimal, das Ding ist durch. Und gerne auch mal der Länge nach. Das habe ich noch nicht probiert mit dem Messer. Mal sehen, wie weit wir kommen. Muss man schon aufpassen, dass man das Messer nicht zu schnell rauszieht. Zack. Ja, 2 schöne Hälften mit dem Tracker. Ja Leute, das war's für heute mit dem Video mit den 3 Messern von Böker. Schön, dass ihr dabei wart und hinterlasst gerne ein kostenloses Abo. Und wenn ihr Fragen habt, hinterlasst es in den Kommentaren. Wir schreiben was dazu. Bis nächstes Mal.